Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem neuen PvP-Event, PvE-Event, YouTube-Subscriber-Event und den neuen Patch Notes. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem YouTube-Subscriber-Event an. Das ist nämlich relativ simpel, von all den Dingen wahrscheinlich das simpelste. Und zwar ist es einfach so, dass sie den Flive Universe offiziellen YouTube-Channel wohl ein bisschen pushen wollen. Warum auch immer. Und hier auch ein bisschen Werbung machen dafür, dass da dann das FEC 2026 Finale live ausgetragen wird und anderer aufregender Flive Universe Content, was auch immer das sein wird. Und genau, im Endeffekt ist hier einfach nur ein Link zum YouTube-Channel und wir sollen insgesamt, oder die Meilensteine sind 5.000 und 10.000 Abonnenten. Und die Belohnungen sind I Am Neon Buff Pang Costume Select Box, Neon Pang Pet und Neon Pangs Best Friend Title. Wenn wir die 5.000 knacken und wenn wir die 10.000 knacken, dann kriegen wir ein Eternal Nightmare Costume Select Box, Wings of the White Dragon, Eternal Nightmare Weapon Skin Select Box und Master of Eternal Nightmare Title. Genau. Was mir persönlich hier fehlt, ist die Information, ob diese Sachen zeitlich begrenzt sind, weil es hört sich irgendwie so an. Also hier zum Beispiel Pang Pet. Ein permanentes CS-Pet für alle Spieler? Wenn wir 5000, der Kanal ist bei 3600 Abonnenten, also es fehlen gerade mal 1400. Ein permanentes CS-Pet für alle Spieler? Really? Also wäre geil, aber kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass das permanent ist. Und hier eigentlich das gleiche. Also ich bin mir nicht sicher, Wings of the White Dragon, ob das ein Fluggerät ist oder ob das auch CS ist oder ob es ein Cloak ist. Aber insgesamt ist das auch relativ viel, was man da bekommt. Und ja, also es hört sich so an, als hätten sie vergessen, das in Klammern 30 Tage dazu zu schreiben bei jeder Belohnung. Weil, wie gesagt, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass das alles permanent ist, weil naja, also ich gehe stark davon aus, dass wir es erreichen werden, sagen wir es mal so. Genau, ja, dann die Game Patch Notes noch schnell, das ist auch wirklich wenig, da geht es wieder nur um PvP-Zeug eigentlich hier oben, was irgendwie nicht funktioniert hat, also kam direkt die Meldung auch wieder, dass es immer noch irgendwie nicht passt beim Jewel of Nightmare, bei der neuen PvP-Waffe. Dann wieder Slightly Increased Experience from Monsters of Coral Island, diesmal haben sie nicht dazu geschrieben, welche Monster. Und auch nicht wie viel. Wieder nur dieses Slightly. Die letzte Änderung war wohl kaum spürbar, haben ein paar Leute berichtet. Also sollen wohl maximal 30% gewesen sein. Was ich lustigerweise auch geschätzt hatte. Genau. Und naja, wer schon mal in Coral Island gelevelt hat, das waren ja Meryl, Kingster und Crapper, glaube ich, genannt. Namentlich hier, wie gesagt, steht jetzt nichts dabei, welche Monster das betrifft oder ob es alle sind. Aber ja, 30% ist halt schon ziemlich wenig, weil die Monster haben sehr, sehr viel HP und Kailun danach gibt ja extrem viel XP. Also der Kontrast ist immer noch zu heftig wahrscheinlich, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Dann wurden endlich die ATK der Envy-Devs Chaos-Krabben verringert, die ja, also von dem Event-Dungeon Envy-Devs, die ja ziemlich stark waren. Dann gibt es ein neues Guild-Siege-Icon oder Icons, wenn man mehrere Guild-Sieges gewinnt. Zeitgleich, also während der gleichen Periode. Und dann gibt es eine maximale PvP-Schadensreduktion von 50%, vorher war es 30%. Genau, dann wurde auch hier etwas gefixt mit der elementaren Resistenz von Monstern in Event Envy-Devs und Mysterious Castle. Da gab es wohl wieder mal Fehler. Dann wurden falsche Bilder bei diesen Antinous-Quests angezeigt von dem neuen Dungeon. Und wenn man die Sprache ausgewählt hat, wurde es manchmal einfach auf die falsche Sprache ausgewählt. Also du hast Deutsch ausgewählt und dann war es einfach trotzdem noch auf Englisch. Ja, anscheinend. Dann wurde ein weiterer Fehler mit den Escort-NPCs aus dem Euphrasia-Dungeon behoben, wo die NPCs nicht 10 Sekunden gewartet haben, bevor sie sich bewegen. Dann gab es ein Problem mit dem 165er Guild Siege, der wohl zur falschen Zeit stattgefunden hat. Oder den falschen Plan hatte, wurde behoben. Und es wurde ein Fehler behoben mit Japanese Street Punk Set
das nicht richtig angezeigt wurde, wenn gewisse Suits oder Schuhe ausgerüstet wurden. Genau. Und dann kommen wir auch schon zu den großen beiden neuen Ankündigungen. Das ist einmal das PvE-Event The Last Beacon und dann auch das PvP-Event 2026. Genau. Das PvE-Event geht los am 13. August und geht tatsächlich auch nur 2 Wochen bis zum 27. Also ein relativ kurzer, strammer Zeitplan. Und wieder erwarten ist es tatsächlich was ganz Neues. Und zwar ist das eine, dass man hier einen Schiffswrack eines Gildenschiffes quasi sozusagen bergen muss und die 20 Segler, die sich darauf befunden haben, oder Matrosen oder was auch immer, die muss man dann vor angreifenden Monstern beschützen. Und das Ganze findet diesmal mit Teams von 8 Spielern statt. Bisher waren es immer 4er-Teams, wenn mich nicht alles täuscht. Und das heißt quasi, du hast eine neue, also was ganz Neues eigentlich bei Flive. Erstens mal, also Time Attack damals bei Flive PC war auch so in Wellen, aber du musstest niemanden verteidigen. Diesmal sind es Wellen und du musst jemanden verteidigen. Und was das genau bedeutet, kommt dann später noch bei den genauen Regeln, die das ein bisschen erklären. Und genau, das war es eigentlich so, mehr oder weniger. Gibt ein YouTube-Video dazu, ein YouTube-Shorts. Allerdings muss ich sagen, irgendwie ist das ziemlich nichtssagend. Also ich finde jetzt nicht, dass man hier wirklich gut versteht, was letztendlich der Content ist. Ihr habt jetzt keinen Sound, aber der Sound ist auch irrelevant, keine Sorge. Das ist einfach nur ein bisschen Flive-Musik. Ja, nicht. Genau, also wird hier schon mal das Portal gezeigt und so. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Monster. Genau. Und dann wird jetzt hier die Ingame-Footage gezeigt, aber auch also es liegt halt auch daran, dass das hochkant ist. Es ist halt auch ein schreckliches Format, um das zu zeigen, weil man kann das Spiel ja gar nicht in hochkant spielen. Also man sieht, keine Ahnung, 60% des Bildschirms sind abgeschnitten. Also ich habe keine Ahnung, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Dann sind hier Effekte aktiviert, was bei sowas natürlich auch immer ein bisschen kontraproduktiv ist, weil man dadurch weniger sieht. Und das war's. Also, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich hier... Also ja, einfach ein bisschen wenig. Und wie gesagt, vertikales Format hier zu wählen, würde ich sagen, war jetzt auch nicht die beste Entscheidung. Letztendlich ist es halt einfach so, wie sie es halt beschrieben haben. Du bist hier in so einer speziellen Instanz, da ist ein Portal, da spawnen dann Monster und die musst du töten. Und hier sieht man dann auch diese Sailor Sniper Friendly, also das sind deine Verbündeten. Ich weiß nicht, ob die mitkämpfen, das wird jetzt hier nicht erwähnt. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, weil ich denke jetzt nicht, also als wenn sie mitkämpfen, denke ich jetzt nicht, dass die viel Schaden machen werden. Und ja, dann spawnen halt anscheinend in Anführungszeichen normale, schwächere Monster, die man hier AOE't. Und dann halt auch ein Boss, den man dann eher mit 1v1-Damage killt. Also wie ein normaler Dungeon Run im Endeffekt, nur dass du hier 20 Wellen hast. Genau, und wo findet das Ganze statt? In Nordflaris, FEC-Server, natürlich FEC-only. 8 Player, Koop. Und das ist dann einfach wie ein Dungeon bei FEC-Manager Ava. Kann man auswählen, PvE The Last Beacon und dann beitreten. Man kann 5-mal am Tag spielen. Reset ist täglich um 0 Uhr Serverzeit. Die Entries werden verbraucht, sobald man reingeht. Gut, das ist logisch. Und sobald man während der Eventperiode reingeht, aber man kann ja auch nur während der Eventperiode reingehen. Ach so, das bezieht sich... okay. Ich wollte schon sagen, irgendwie hat das keinen Sinn ergeben, aber jetzt habe ich es nochmal gelesen. Wenn du drin bist, das Event endet und du wirst nicht fertig, bis das Event endet, was halt ein bisschen... Naja, ich meine, das Event geht 2 Wochen. Das zählt dann nicht quasi. Das zählt schon quasi. Auch wenn du erst danach fertig wirst. Irgendwie eine unnötige Erklärung, aber ja, keine Ahnung. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dieses Szenario bei sehr vielen Leuten eintreten wird. Ja, man muss mindestens Level 10 sein. Keine Ahnung warum, weil hier steht schon, es ist Endgame-Content oder Ranked-Content. Schwierigkeit ist extrem hoch. Also ich denke nicht, dass da ein Spieler auf Level 10 mitmachen wird. Genau, die Gewinnbedingung ist, dass man alle Monster besiegt und mindestens einer der Sailor am Leben bleibt. Also wenn alle sterben oder die Zeit abläuft, dann hat man verloren.
Genau, die Sailors sind in der Mitte dieses Schiffswrack, dieses Dungeons und die Monster, die spawnen, wollen dann diese Sailor angreifen. Wenn alle sterben, verliert man, wie gesagt. Man kann sich wiederbeleben in der Mitte und es gibt kein Limit für Wiederbelebungen. Was mich hierbei interessieren würde, ist, wie sieht das mit XP aus? Verliert man XP? Hoffentlich nicht. Und wenn doch, kriegt man sie dann auch wieder, auch wenn man failt? Das wäre nämlich katastrophal. Und ich habe hier nichts dazu gelesen. Dann die nächste Welle spawnt innerhalb eines gewissen Time Limits. Es gibt aber auch einen Next Wave Button, wie bei Tower Defense, wo man quasi die nächste Welle früher callen kann. Und damit kann man Zeit sparen und damit die Gesamtzeit, die es gebraucht hat, um die Monster zu besiegen, reduzieren, wenn man halt schon bereit ist. Dann gibt es noch ein First Aid Kit, also ein Erste-Hilfe-Kasten sozusagen oder ja, Mittel. Und damit kann man einen der Sailor wiederbeleben. Es können aber nie mehr als 20 Sailor zeitgleich sein. Das ist so die Bedingung. Genau, und Hero Buff gibt es auch noch. Bei der Start von der Boss Wave oder Waves bekommen alle Party-Member einen 60-Sekunden-Buff und der hängt davon ab, wie viele überlebende Sailor es noch gibt. Das heißt, je mehr man von diesen Sailern am Leben erhält, vor allem zu Beginn der Bossrunden halt, desto leichter wird dann der Kampf. Die Ranking-Kriterien sind, also erstmal muss man natürlich im Ranking ganz oben stehen am besten oder sehr weit oben, aber nach welcher Priorisierung es geht, ist quasi, je höher die Welle dein Team erreicht hat, desto besser. Dann, je mehr Kills man hatte, wenn man auf derselben Wave war wie ein anderes Team, dann die finale Nummer der überlebenden Sailor und als letztes noch die Clear Time. Also erstmal ist quasi eigentlich grundsätzlich wichtig, dass man alles abschließt sozusagen und möglichst viele Sailor am Leben erhält. Also einfach die Ziele halt erreicht sozusagen, also alle Monster töten und alle Sailor überleben. Und du schaffst es auch bis zur letzten Welle eben. Und erst dann spielt deine Clear Time eine Rolle. Das heißt, jemand mit einer schnelleren Clear Time, wobei das ergibt eigentlich keinen Sinn, ne? Ja, egal. Aber das ist auf jeden Fall die Ranking-Kriterien. Dann die Rewards sind auch sehr interessant. Das erste Team bekommt 1 Million F-Coins, allerdings nicht pro Spieler, sondern pro Team. Das heißt quasi 125.000 F-Coin pro Spieler. Ist aber auch eine ziemlich saftige Summe, muss man sagen. Und zusätzlich noch ein Celebration Mount und ein FEC PvE Exklusiv Title First. Second Team kriegt im Endeffekt genau das gleiche, bis auf die F-Coins. Das sind nämlich nur 40.000, also jeder nur 5.000. Also Platz 1, jemand im Team 1 bekommt 125.000 und jemand im Team 2, Platz 2, bekommt 5.000. Auch wenn nur eine Sekunde zwischen den beiden Teams liegt. Yeah. Team 3 bekommt 24.000 F-Coin, Team 5 12.000 und hier dann nur ein Teilnehmertitel ohne Ranking. Platz 4 bis 5, Entschuldigung. Und alle, die teilnehmen, bekommen das Celebration Mount auch, aber nur als 30-Tage-Version und ebenfalls den Participation Title. Alles ist natürlich seriengebunden und die F-Coins sind wie gesagt pro Team, nicht pro Spieler. Dann gibt es aber tatsächlich Belohnungen für den Dungeon an sich, also jetzt zwecks warum soll ich da teilnehmen, wenn ich nicht ultra krass bin? Dafür gibt es jetzt extra Belohnungen, die man sich erspielen kann. Fürs erste Mal abschließen jeden Tag bekommt man eine Scroll of Resurrection, eine Power Scroll, ein Town Blinkwing, eine Upcut Stone und einmal Shining Gold Pille B. Und wenn man es dann öfter abschließt, bis zu 4 Mal am Tag, also man hat ja 5 Versuche pro Tag und wenn du es dann quasi zum 2., 3., 4., 5. Mal abschließt, bekommst du 200 Mal Redship 2, eine Scroll of Sprint, eine Return Town und FEC Coin 5 Mal. Und das quasi bis zu 4 Mal täglich. Und hier frage ich mich persönlich, was zum Teufel ist eine FEC-Coin? Ja, fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Gute Frage. Und ja, das sind so die Bedingungen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, okay, die Belohnungen, also rein objektiv gesehen sind sie jetzt nicht besonders gut, ehrlich gesagt, bis auf die Red Chips. Das ist eine verhältnismäßig gute Belohnung. Wenn du davon 800 Stück pro Tag holen kannst, ist das verhältnismäßig viel.
Allerdings kann man das natürlich nur beurteilen, wenn man auch weiß, wie schwer ist der Dungeon, wie lange brauche ich dafür und so weiter, wie stark muss ich sein, etc. Und das weiß man erst ab dem 13. August, also kann man es jetzt noch nicht wirklich objektiv beurteilen. An sich sehen die Belohnungen okay aus, wobei du, wie gesagt, du brauchst ein Team von 8 Leuten, musst du auch erstmal zusammentrommeln, alle zeitgleich Zeit haben, wenn man da mit den Homies reingehen will und so. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie lange dauert das und so weiter, also das sind hier so die Fragen, die man jetzt noch nicht beantworten kann. Dann gibt es einen serverweiten Meilenstein, was ich persönlich eine gute Idee finde, sowas. Also das ist generell ganz cool, wenn man für die Aktivität von allen Spielern eine Belohnung bekommt. Und hier bekommt man für 5000 kumulative Wellen, die hier gelegt werden in diesem Dungeon, auf dem FEC-Server natürlich nur, also FEC-only, bekommen hier eine Guildchips Supply Box, enthält Fortune Pang 7 Tage einmal, FEC Firework 30 Mal, Last Beacon Trance Random Box 5 Mal und bei 10.000 bekommt man die FEC Flame Lusaka Weapon Select Box 30 Tage, Red Wings 30 Tage, Fortune Pang 30 Tage, Firework 30 Mal und Last Beacon Trance Random Box nochmal 5 Mal. Was sich in dieser Box befindet, wüsste ich auch gerne, das wird hier nicht erklärt. Ja, die 30 Tage, 7 Tage Belohnungen, ja, die sind natürlich nicht so geil, muss man sagen. Ich persönlich hoffe oder ich persönlich denke, dass man hier die Hoffnung in diese Box legen sollte, weil, ja, es kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da nichts Gutes drin ist, ehrlich gesagt, weil man kriegt davon insgesamt nur 10 Stück, jeder Spieler auf dem Server. Also denke ich mal schon, dass da eher was Gutes drin sein wird oder ich hoffe es. Genau, wer bekommt die Belohnung? Alle Spieler, die mindestens einmal abgeschlossen haben und zwar bis Welle 5. Also mindestens Welle 5 muss man abgeschlossen haben, dann hat man Anspruch auf diese Belohnungen, wenn der Server diese Anzahl an Wellen erreicht hat. Die Belohnungen gibt es dann irgendwann später, wird noch angekündigt und gegebenenfalls gibt es noch Änderungen, je nach Bedarf, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas ja, geändert werden muss, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, es ist keine Gilden-Challenge, wenn ich das richtig sehe. Also hier steht nirgendwo was von einer Gilde, das heißt, man kann wahrscheinlich wirklich eine Party machen, also es ist Party-based, so wie es aussieht. Und finde ich auch eine gute Änderung, was mir in Gilden war irgendwie auch ziemlich verwirrend und auch ziemlich, ja, komisch irgendwie die letzten Male. Finde ich auch eine gute Änderung. Und ja, den Rest kann man noch nicht so wirklich beurteilen. Wie gesagt, auch diese FEC-Coin 5 Mal. Ich suche es gerade, FEC-Coin 5 Mal, wo steht's? Keine Ahnung, was das ist. Einfach FEC-Coin mal 5 und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist einfach da. Einfach eine neue Belohnung. Kein Mensch weiß, was es ist. Und das ist das PvP-Event. Hier würde ich sagen, fliegen wir jetzt ein bisschen drüber. Ich habe es mir vorhin komplett durchgelesen, aber es ist eigentlich relativ ja, irrelevant, vor allem für die Leute, die eh nicht dran teilnehmen werden, was wahrscheinlich wieder mal über 95% des gesamten Servers sein werden, die nicht daran teilnehmen. Jedenfalls, was muss man dafür haben? Man muss mindestens Gilden Level 20 haben, Character Level 175 und hier sind es weiterhin Teams von 4 Spielern und hier halt, wie gesagt, logischerweise in einer Gilde, anders als beim PvE-Event. Genau. Dann Finale ist diesmal wieder 8 Teams und zwar 6 Teams qualifizieren sich über das Qualifying Tournament und First of Second Place von jeder Zeitzone, das Zeitzonensystem, also sie haben es irgendwie ein bisschen geändert vom letzten Mal. Letztes Jahr gab es ja irgendwie dieses Kontinentsystem, jetzt gibt es dieses Zeitzonensystem. Ich finde das so unfassbar verwirrend, weil ich mir so denke, ergibt es nicht irgendwie mehr Sinn, wenn man einfach die 8 besten Teams hinschickt? Also wo ist der Sinn dahinter, dass du sagst, oh, Europa ist die beste Region, also jetzt nur als Beispiel. Also Europa hat jedes Mal gewonnen, by the way, deswegen sage ich das immer. Aber du sagst jetzt zum Beispiel, Europa ist die stärkste Region. Ja, aber warum sollten da nicht alle 8 Teams aus Europa kommen? Ja, ich weiß, bei Counter-Strike, League of Legends und so weiter, also in E-Sports generell ist es nicht ungewöhnlich, dass man das so macht. Aber ich sage mal so, du willst ja eigentlich dann schon spannende Matches haben. Und letztes Jahr gab es halt ein paar Matches, das waren Blowouts. Das war echt langweilig, wenn dann 20:0 gewonnen wurde und ein Team komplett zerfetzt wurde und keine Chance hat. Muss man sich halt auch überlegen, will das irgendjemand sehen, wie irgendwelche Noobs komplett zeräfft werden von einem Team, das halt einfach geisteskrank stark ist und die einzigen wirklichen Gegner konnten nicht mitgehen, weil es gab 3 starke Teams und nur 2 sind rübergeschickt worden und die treten dann halt höchstens im Finale dann vielleicht gegeneinander an. Das ist ja dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ob das so sinnvoll ist.
Bei so wenigen Teams vor allem. Ich meine, wenn du jetzt sehr viele Teams hast, dann ergibt das viel mehr Sinn, auch dass jede Zeitzone mindestens 2 Teams schickt. Aber auf der anderen Seite willst du ja schon, dass die besten Teams da sind. Aber ja, gut. Genau, grundsätzlich also erster und zweiter Platz, aber da gibt es später noch eine Ergänzung. Und dann gibt es 2 Wildcard-Teams, eins recommended bei PlayPark. Also PlayPark hat da immer so ein eigenes Auswahlverfahren. Da muss man aber tatsächlich sagen, das klingt jetzt so fishy, aber die PlayPark-Teams waren tatsächlich meistens immer ziemlich gut. Also einmal sind sie, glaube ich, Dritter geworden und einmal Fünfter oder so. Also die waren verhältnismäßig stark, diese Wildcard, oder dieses PlayPark-Team zumindest. Die haben dann einfach ein eigenes Tournament nochmal separat, wo dann halt auch nur ein Platz vergeben wird. Das heißt, das Team, das da gewinnt, ist in der Regel dann ziemlich stark, normalerweise. Und Team recommended bei We Made Connect, ja, da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es das letztes Jahr gab. Ja. Genau, falls irgendjemand nicht teilnehmen kann, also nur ein Spieler eines Teams, dann verliert das gesamte Team sein Recht auf die Teilnahme. Es gibt keine Ersatzspieler und dann gibt es einfach das nächste Team, das reinkommt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sein Team bildet, dass da halt keiner irgendwie, oh, Geburt meines Kindes oder oh, keine Ahnung, was weiß ich was, Fuß gebrochen oder so. Das wäre schlecht, weil das gesamte Team scheidet dann aus. Also man sollte sich möglichst sicher sein, dass die Leute auch wirklich Zeit haben, falls man dann ins Finale kommt oder auch wirklich Bock haben, weil wenn nur einer nicht teilnimmt, fliegen alle raus. Was auch ein bisschen heftig ist, aber naja, auch irgendwo nicht ganz unberechtigt, muss man sagen. Um Cheaten oder so zu vermeiden. Dann die Kriterien für die Qualifizierung sind höchste Punkte. Da spielt man halt so Matches vorher. Falls es einen Gleichstand gibt, dann zählen höchste Punkte plus höchste Kills. Und falls es dann immer noch einen Gleichstand gibt, dann zählen höchste Punkte, höchste Kills und wenigste Tode. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es da einen Gleichstand gibt, ist wahrscheinlich fast 0. Genau. Ja. Dann, ja, wie gesagt, das sind jetzt diese ganzen Daten hier für die Leute, die nicht mitmachen, ist das relativ egal. Also es gibt hier eine Übungsregistration, die läuft jetzt bis zum 13. Dann gibt es eine Übungsphase, wo man das Turnierformat kennenlernen kann und ein bisschen üben kann, ja, oder vielleicht auch ausprobieren kann, welche Klassen man spielt und so weiter. Oder halt schon mal eine Teamkonstellation üben kann und wenn man dann feststellt, oh, das ist Mist, dann könnte man später nochmal was ändern für das finale Tournament. Dann läuft halt die richtige Registrierungsphase vom 21. August bis zum 27. und erst dann fängt es eigentlich wirklich an. Ab dem 28. Genau. Und das Finale, das ganz große Finale ist dann am 24. Oktober und am 8. Oktober ist Backup. Da muss dein Charakter dann quasi perfekt ausgerüstet sein, weil da wird er dann abgespeichert sozusagen. Und mit diesem Charakter vom 8. Oktober spielst du dann am 24. Oktober im Finale. Egal, was du danach noch änderst, das hat dann alles keine Auswirkung mehr. Genau, und jetzt wird hier eigentlich alles nochmal im Detail erklärt, was wir uns jetzt schon angeguckt haben. Sowas wie Entry Fee, 10 Millionen Penny und so, vollkommen irrelevant. Genau, das ist jetzt eher interessant für die Leute, die dann tatsächlich auch teilnehmen, beziehungsweise manche Sachen sind erstmal gar nicht relevant, weil das muss sich ja erstmal qualifizieren dafür und so weiter. Wie schauen die Belohnungen aus? Genau wie jedes Jahr, der erste Platz kriegt 80.000 US-Dollar, also jeder Spieler 20.000, der zweite Platz 20.000 US-Dollar, jeder Spieler 5.000 und der dritte Platz 10.000 US-Dollar, jeder Spieler 2.500. Außerdem noch die entsprechenden Titel und Kostüme und Pets. Genau. Und ja, das Ganze wird dann wieder in Double Elimination gespielt, das ist auch so wie jedes Jahr. 8 Teams, wie gesagt. Und Drogentest gibt es noch, falls du einen Geldpreis gewinnst, wird danach auf Drogen getestet. Weil man darf in den Philippinen nicht unter irgendwelchen Beeinflussungen von Drogen ein E-Sport-Event eigentlich teilnehmen bzw. gewinnen. Genau. Das sind die Power-Ups, die jeder Spieler bekommt, der am Tournament teilnimmt. Couple Buff und Gildenschiff sind auch aktiv. Die müssen beide am Start sein am 8. Oktober, damit sie Wirkung zeigen. Und das Ganze findet wie immer offline in Manila in den Philippinen statt. Und ja, das waren eigentlich so die Infos von heute. Wie gesagt, so ein bisschen überflogen, weil das, wenn wir uns das alles durchgelesen hätten, das hätte eine halbe Stunde gedauert. Und ganz ehrlich, das sind einfach nur irgendwelche Random-Ass-Daten und so, das für die meisten Leute keine Rolle spielt. Deswegen müssen wir das hier nicht in die
Breite schlagen. Ja, insgesamt meine Meinung zu allem, ja, ich persönlich bin da jetzt halt einfach nicht der Ansprechpartner für. Ich denke, alle Free-to-Play-Spieler und Leute, die jetzt halt einfach noch nicht wirklich fertig sind mit ihrem Equipment und so weiter, muss er dazu sagen, das ist noch nicht mal 4 Monate FEC. Also das PvE-Event endet knapp nach 4 Monaten, der Server geht jetzt 6 Monate. Also die meisten, denke ich mal, sind nach 4 Monaten noch nicht fertig mit dem Equipment. Die wenigsten, würde ich sogar behaupten. Vielleicht 1% der Spieler kann jetzt sagen, in Anführungszeichen, ich bin fertig. Deswegen ist das natürlich immer so auch so ein fader Beigeschmack für die Leute, die jetzt halt natürlich ihre Reise eher auf 6 Monate auslegen. Weil man dann jetzt halt natürlich einfach Nachteile hat gegenüber den Leuten, die schon fertig sind. Und bin aber mal gespannt, wie das Ganze so angenommen wird. Ob es überhaupt funktioniert, das ist natürlich auch noch die Frage. Der Härtetest, wenn wirklich hunderte Runs jeden Tag stattfinden in diesem Last Beacon, also vielleicht stattfinden. Wie schwer das Ganze ist und so weiter, ist auf jeden Fall interessant. Gute Änderung, denke ich, ist das mit der Gilde, dass man nicht mehr in der gleichen Gilde sein muss. Also außer ich habe es irgendwo übersehen, aber hier steht nirgendwo was von der Gilde. Deswegen sollte das passen. Und genau, also ja, also was ich halt sagen muss, ist das mit den Belohnungen. Also ich habe immer schon gesagt, die FEC-PvP-Belohnungen sind ein bisschen heftig. Also Platz 1 80, Platz 2 20, Platz 3 10 und alle anderen kriegen gar nichts. Also Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9, also letztes Jahr und 10 haben nichts bekommen. Und also die bekommen natürlich schon was. Die bekommen eine Gratisreise in die Philippinen, dann eine Rundreise, dann ein paar Tage Hotelaufenthalt und wieder Rückreise. Das wird alles bezahlt. Ja, aber du kriegst halt trotzdem gar kein Preisgeld quasi. Und ja, ist jetzt nicht so heftig, aber so Platz 3000, Platz 3, 4000 vielleicht und der Rest zumindest 500 oder so, dass jeder so, keine Ahnung, mit einem Gefühl nach Hause geht, als hätte er irgendwas gewonnen. Macht man eigentlich schon so, also dass man leer ausgeht, gibt es eigentlich dann doch eher selten. Und die Verteilung ist halt aber heftig. Also die Verteilung 80, 20, 10 ist schon ziemlich krass. Und hier ist es halt einfach noch krasser. Du bist einfach bei 1 Million und gehst nicht runter auf 500.000, auf 300.000, auf 100.000. Du gehst einfach runter auf 40.000. Das ist eine Differenz von 960.000 F-Coin zwischen Platz 1 und Platz 2. Und es kann ja wirklich sein, dass Sekunden, vielleicht sogar Millisekunden entscheiden am Ende. Und ja, so ist ein Wettbewerb. So funktioniert das Leben, das ist klar. Trotzdem finde ich, ist das einfach zu heftig. Also ich meine, man würde sich also wegen dieser Zeit, wegen 1 Sekunde, 1 Millisekunde, was auch immer, da würde man sich so oder so ärgern. Ob das jetzt 10.000 oder 50.000 oder 1 Million F-Coin Unterschied sind, da würde man sich so oder so ärgern. Aber ich meine, das ist einfach crazy. Es ist einfach 2 Zehnerstellen, also zwei Zahlen weniger, die Zahl. Das ist, also ich finde es einfach zu heftig, ehrlich gesagt. Also wenn man mich gefragt hätte, oder wenn man mich fragen würde, ich würde sagen, 1 Million für Platz 1 ist fast zu. Also ich will nicht sagen, dass es zu krass ist, ja, sonst höre ich mich an wie ein Hater. Aber es ist schon ziemlich krass. 125.000 F-Coin pro Spieler ist schon echt heftig. Ich meine, das sind über $1.000, knapp 1.000 Euro müssten es auch sein. Das ist echt eine Menge Geld. Für ein PvE-Event, muss man auch dazu sagen, wo du jederzeit daran teilnehmen kannst und so. Und es gibt keine wirklichen Bedingungen, außer dass du halt Charakter in dem Spiel hast, so ungefähr. Und, ja, also ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, also wenn du bei der 1 Million bleiben würdest, hätte ich gesagt, 1 Million Platz 1, Platz 2 Minimum 300.000 und Platz 3 Minimum 80.000. Also das wäre so ein bisschen realistischer gewesen, dass man sich da nicht komplett ausgeraubt fühlt. Weil, also du fühlst dich so oder so ausgeraubt, wenn du ganz knapp verlierst. Wer schon mal irgendwo in einem Wettbewerb teilgenommen hat, kann das ja wahrscheinlich selber bestätigen. Da ärgert man sich total, vor allem wenn es wegen einem dummen Fehler war, den man hätte vermeiden können. Aber ich meine, in dem Fall, wie hart ärgerst du dich da noch zusätzlich, weil der Unterschied so bombastisch ist, dass man wirklich nicht sagen kann, man nimmt wegen dem Prestige teil, sondern man nimmt teil, weil es einfach freaking 1 Million F-Coin gibt. Und das ist der Hauptgrund, warum man teilnimmt und eben nicht Prestige. Ja, aber ja, können wir noch weiter drüber reden im Livestream auf jeden Fall. I guess, abonniert den FEC, den Flive Universe Official YouTube-Kanal für die besonderen Belohnungen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder oder auch im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut rein. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.